Hier geht's mit Tales of Berseria. Tales of Berseria. Ja, ich habe die auch als Kind so geliebt. Guck mal, perfekt. Perfekter Zeitpunkt. Die Expedition ist zurück. Tee ist am Brutzeln, beziehungsweise am Kochen. Ah, da fehlt mir noch was. Ein Secret brauchen wir noch. Okay, ich will erstmal da gucken, weil da war noch ein Weg. Jetzt aber versperrt. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ne, ich glaube, die Dinger gibt es immer in der Metro. Wenn mich nicht alles täuscht. Warum ist Dampfi aus? Dampfi ist einfach aus. Da sieht ja mal katastrophal. Wie her? Warte mal, bin ich jetzt doof? Waren wir hier? Nee, oder? Hier kann man nicht her. Wo ist denn die scheiß Map? Da. Tunnelhafenseite. Achso, nee. Wir müssen nach Roku. Kann den Namen nicht aussprechen. What was that fat cat creature with Shigure? You mean Morgrim? She's a Moloch. She just looks different. And? And what? She has all the abilities of a Moloch. I'm not trying to keep anything from you. All I know is her name and that she's a Moloch. Huh. Lord Shigure is an exorcist legate, but he's also a warrior who can match exorcists or demons even without the use of Moloch arts. Since no one has ever seen Shigure use an art, Morgrim is considered one of the 7 wonders of the Abbey. The 7 wonders of the Abbey. No one knows Morgrim's capabilities, or even the details of Shigure's pact with her. No one! Except me, that is! Huh? This is all highly classified, but Morgrim is incredibly lazy. The price she demanded of Shigure for making a pact with her was grooming and defleeing. Anything else? Oh, and on a point of sensitivity, she's chubby, not fat. She may be our enemy, but she's also a woman. You should try not to hurt each other's feelings. Anything else? Her thick eyebrows are all the rage with Malakim, so much so that false eyebrows are expected to be the next big thing. Well, if he's that strong without Moloch arts, I don't want to see what he's like with them. Ich mag Dings, Gott. Info. Weißt du was? Das Ding ist, wenn wir so ein ganzes Päckchen kriegen, ich esse 5 Stück und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Vanessa, die vernichtet die Dinger, wirklich. Teilweise die vernichtet die. Ruckzuck sind die weg. Nur froh, dass ich gerade noch 3 Stück mehr snacken konnte. Chat noch 1 Stunde und 50 Minuten. Also, ich muss auf jeden Fall davor noch das Chocobo-Kissen holen. Okay, Chat. Wir entscheiden nachher über unsere Zukunft. Chocobo oder Mokri-Kissen? Müsst ihr entscheiden. Welches Kissen soll uns heute Abend bei der State of Play begleiten? Der Chocobo oder der Mokri? Ich glaube, am letzten Mal hatten wir wirklich Chocobo. Ah, ist das Mokri-Kissen? Ich weiß es gar nicht mehr. By the way, ich liebe die Kissen. Die sind, auch wenn Square Enix Merch scheiße teuer ist, aber die Kissen sind wirklich genial. Also ich will nicht sagen, wenn ich auf dem Kissen drauf liege, das wird platt gemacht wie sonst was, aber das behält seine Form. Wirklich zu empfehlen. Well, I just thought Rokus was going to die if I didn't intervene. Oh? You'd kill one of your own allies for a demon? I acted without thinking. Sometimes I'm too soft-hearted to a fault. I'd say it's less that, and more just stupidity. You're supposed to be protecting Laphicet. Don't get yourself into trouble you don't need. Even if one of our own is in danger? Even then.
This kid must be really important to her. All right, I understand. Laphicet, next time she acts up, stop her. Understand? We don't know what she's got up her sleeve. Okay. Thanks for not telling on me, Eleanor. And I'm sorry I hijacked your body. I understand how it feels to want to protect your friends. The problem's with those demons, not you. But I think Velvet has the capacity to feel the same way too. At least when it comes to her brother. Is that why you're staying with her? I'm not sure. It's hard to say. I have to figure out what's going on with this group. If I ever hope to wrest the child from them. Oh, Ingwer-Tee einfach beste. Ich mach grad noch ein Ding rein. Ich hab viel zu viel Wasser reingekippt, ich Idiot. Ingwer-Tee, Ingwer-Zitrone von Teekanne. Einfach eine 10 von 10. Ruckzuck kann ich nachher hier wie ein Bekloppter rum... Ich glaube, das ist eigentlich gut, dass ich es jetzt mache, weil dann kann ich nachher mich schön aufregen. Ohne, dass meine Stimmbänder flattern gehen. Und ich morgen früh noch halbwegs eine Stimme habe. Boah, wisst ihr, jetzt mal ohne Scheiß, wenn es keine State of Play wäre, stellt euch mal vor, Final Fantasy 16 wird angekündigt für PC und Xbox und Playstation. Alter. Ich glaube, dann würde ich so heulen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt aktuell 3 Games, die ich dann für die PlayStation 5 auf jeden Fall zocken möchte. Demon's Souls, das neue Horizon und dann natürlich Final Fantasy 16. Also es ist langsam so, dass ich sage, okay, langsam aber sicher würde sich eine PlayStation 5 lohnen. Und dann nehmen wir nachher natürlich das Mokri-Kissen. Weil aktuell war es ja bei mir nur so, ja, ich will nur eine PlayStation wegen Final Fantasy 16. Aber jetzt ist es halt Horizon, hätte ich Bock drauf, Demon's Souls. Ich bin froh, wo ich jetzt, Arok hatte ja auch die Stats von Dings rausgehauen. Stranger of Paradise. Bin ich wirklich froh, dass ich mir letztes Jahr eine Xbox geholt habe. Weil mindestens eine 1060 mit Streaming, kritisch, sehr, sehr kritisch. So habe ich das Problem jetzt nicht. So kann ich mit reinem Gewissen sagen, okay, es wird laufen. Bin halt echt gespannt, was heute Abend kommt. Also Square Enix wird safe was kommen. Safe. Wenn die sagen Japan. Weiß jemand, ist Capcom japanischer Entwickler oder amerikanisch? Weil wenn Capcom ist, dann würde da noch was... Oh! Wohl, Bandai Namco wird vielleicht auch was sagen. Das Ding ist, theoretisch, nur weil es eine State of Play ist, heißt es ja nicht, dass es unbedingt für das und das rauskommen muss. Echt ein bisschen nervös. Bisschen Panik. Da ist Capcom Japan. Ja, dann wird wahrscheinlich heute noch was von Capcom kommen. Okay, by the way, hier waren wir noch nicht, weil hier haben wir wieder eine Kiste. Capcom hatte ja das neue Street Fighter angekündigt. Da könnte natürlich dann was kommen. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich habe mich, glaube ich, gerade ein bisschen verlaufen. So dezent. Ein bisschen. Naja, bin ich echt gespannt, was heute kommt. Aber Square Enix wäre halt wirklich so, was ich jetzt wirklich
wo ich euch wirklich sagen kann, das vermute ich. Final Fantasy 16, Star Ocean. Stranger of Paradise weiß ich ehrlich gesagt nicht. Forspoken könnte noch was kommen. Könnte sonst noch von Square Enix kommen. Mega Man. Ja, Star Ocean ist halt echt wahrscheinlich. Weil halt Star Ocean noch kein Release hat. Und das soll dieses Jahr noch kommen. Das wäre halt jetzt so der perfekte Moment, weil es halt nur für PS4 und 5 kommt. Verschoben glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe gelesen, das wird, ja, das wird verschoben. Das kommt erst im Oktober. Aber kann ja trotzdem sein, dass sie noch Gameplay oder so zeigen. Live is Strange True Colors müsste, glaube ich, heraus sein. Bin dann nicht so unterwegs. Was mich mal interessieren würde, Chat, seid ihr da von meiner Meinung so, aha, Final Fantasy 16 bitte noch nichts? Weil keine PlayStation 5? Ja, das kommt auch bald raus, da weiß ich es ja nicht. Vielleicht, weil die haben auch ja schon den Final Trailer angekündigt. Das ist eigentlich unüblich, dass sie dann noch immer was bringen. Vielleicht, weil ja viele sich beschwert hatten, noch über die Grafik und auch über den Schwierigkeitsgrad. Es ist wie, ich mach das auch so, Chat. Ich war letztens bei Porsche, hab gesagt, Chat gerne ein Auto, aber es soll nur 50 PS haben. Weil es mir zu schnell ist. Noch etwas früh, ich denke halt auch. Ich hoffe, dass nichts kommt. Nein, bei Stranger of Paradise, das ist halt, warum ich das so sage, es ist halt ein schweres Spiel. Es ist halt Neo-Style. Dementsprechend soll es auch schwer sein. Stimmt. Gran Turismo 6. Das stimmt, das kann auch sein. 6 oder 7? Kann natürlich auch sein. Weil es ja auch Sony ist. 7? Ah, okay. Nevermind. Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding.
A secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Whoa! We'll wait outside. Ja, stimmt. God of War könnte auch sein, ja. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorias' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokurou can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokurou creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides, I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokurou's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Achso, stimmt. Ich sehe gerade Food. Müssten wir mal ändern. Marble Curry. Nehmen wir das. Jupp. Rokurou, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorias used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many, but they never stoop to human sacrifice. Besides, as shepherd, Artorias will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never... Oh ja. Warum glaube ich, dass Eleanor am Ende doch zu den Dämonen eher hält? Rokurou wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Ich mag Laphicet. Laphicet ist toll. I made Bienfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor!
Purge? Velvet, what do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet. And defeat the exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Man darf nicht vergessen, Eleanor hat ja eigentlich den Auftrag, zu überleben und Laphicet zu der Abtei zu bringen. Aber Velvet und Eisen wissen das. Deswegen, sie brauchen halt Eleanor, um Laphicet am Leben zu halten, weil er sich sonst in einen Dämon verwandelt. Das ist ziemlich verzwickt. Okay, da ist wahrscheinlich später noch eine Truhe, die wir holen können. Ich mag die Story. Die Story ist toll. Oh, noch 1,5 Stunden. My body is ready. Nicht Final Fantasy 16. Star Ocean, glaube ich, würde ich mich am meisten drüber freuen. Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht kriegen wir eine Überraschung und es kommt ein Remake oder sogar ein zweiter Teil von Legend of Dragoon. Dann würde ich einen Schreianfall kriegen. Und dann, wisst ihr, Ankündigung, Legend of Dragoon Remake. PlayStation 5 only. Wisst ihr, dieser Moment, wo du so denkst, ja, nein. Hatte ich schon bei 16. Wo 16 angekündigt wurde. Ich habe mich so gefreut. Ich denke so, ja, geil, Final Fantasy 16. PlayStation 5 only. Stimmt, und es könnte auch was zum Chronicles. Stimmt, da hast du auch recht. Stimmt. Dass wir ja auch bei Release spielen werden. Hat jemand von euch Chrono Cross gespielt? Was meint ihr, wie lange braucht man für ein normales Playthrough, um durchzuspielen? Weil ich hatte keine PS1. Weil ich kannte das Game nicht. Ich würde es gerne auch an einem Wochenende durchspielen, wenn ich ehrlich bin. Die Games, die ich jetzt zocken will. Stranger of Paradise, Chrono Cross, Elden Ring. Dann irgendwann Star Ocean, im September Xenoblade. Wenn Xenoblade nicht verschoben wird. Das ist im September. Ihr wisst. Das kann noch sich alles ändern. Ich habe oft gehört, das ist eine der besten PS1 RPGs. Das habe ich auch super oft gehört. Ich bin nämlich auch am Überlegen, ob wir es bei Release spielen. Ich würde sagen, ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen. Nur so dezent. Also es ist eigentlich, klar, ich sag mal, für viele ist es scheiße, wenn ich neuere Games gerade zum Release spiele. Ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist es perfekt. Weil, nicht mal wegen Zuschauer, wie ihr wisst, mir ist das so egal, wegen Spoiler. Klar, bei Chrono Cross werden bestimmt Leute spoilern. Also zum Beispiel bei Stranger of Paradise. Was willst du da spoilern? Du kennst das Spiel selber noch nicht. Das ist halt echt das Coole, das ist halt echt angenehm. Mich kann keiner spoilern. Internet ist wieder am Struggle. Das kotzt mich so an momentan mit dem Internet. Ja, gell? Wie gesagt, für euch ist es halt, für viele halt scheiße. Weil sie dadurch den Stream nicht gucken können. Aber ich glaube, gerade bei Final Fantasy, das können, glaube ich, viele verstehen, dass ich das direkt bei Release spielen will.
Dass ich da einfach nicht warten kann. Das muss einfach sein. Deswegen habe ich ja gesagt, oder ihr habt es ja schon gesehen, werden zum Beispiel die Tales of Folgen gerade kürzer auf YouTube. Dass ich halt zumindest Videos für euch habe. Die Expedition ist zurück. Jetzt haben wir alle. Oder? Ja. Haben wir alle. Perfekt. Ja, hier sind wir eindeutig falsch. Hier sind wir eindeutig falsch. Feiert, glaube ich, heute noch gar nicht gesehen. Fällt mir gerade ein. Mr. Firenight war heute noch gar nicht da. Er hat mich vergessen. Ich werde von meinen eigenen Moderatoren vergessen. So, ich muss Essen switchen. The Food muss geswitcht werden. Nee. War Feier da? Oh. Okay, da habe ich nichts gesagt. Ah, guck mal, da müssen wir auch hin. Oh oh. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Ah, ich muss nur L2 drücken, okay, Lul. Wird eigentlich mal wieder Zeit oder für einen Artist-Check, würde ich sagen. Obwohl ich eigentlich nicht will. Was bedeutet nochmal, wenn die gelb sind? Was hat das nochmal? Warte mal. Waren das Kombos? Doppelpeitsche, Mond, Dingsbums? Nee. Ich weiß nicht mehr, was war das, wenn die so gelb sind? Ah, okay. Warum die dann so gelb sind, weiß ich nicht. Aber okay, er hat selber was gemacht. Wo ist der denn? Da. You've betrayed the people and sullied Artorius' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure.
with me as a witness. I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the exorcists, but make sure they don't die. Understood. Lul. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, scheiße. Irgendwas habe ich gemacht, Chat. Entschuldigung. Moment. Scheiße gebaut. Bin ich jetzt da? Ja, jetzt. Okay. Geht hier schon wieder nichts. Jetzt geht's. Jetzt können wir weitermachen. Ich hab's kaputt gemacht. Warte mal, jetzt müssten wir eigentlich... Will ich da eigentlich noch mal kurz in die Kiste holen? Das ist schon komisch. Da ist eine Kiste, die wir nicht mitnehmen konnten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will zumindest gucken, was da ist. Da sind bestimmt noch Schätze drin. Probier jetzt aber die Gegner zu switchen. Langsam nervt's. Ich würde gerne mal langsam aber sicher die Jagdquests abgeben. War das der richtige Weg? Glaube nicht. Was verrät dir erst das Licht? Scheiße. Wo war denn das? War das jetzt hier links oder geradeaus? Boah, ey. Wisst ihr, im Wald habe ich die größte Orientierung, aber in so einem Dungeon habe ich keine Orientierung. Lendra, vielen Dank für den Host bzw. für den Raid und einen wunderschönen guten Abend. Was habt ihr Tolles gemacht? Danke. Vielen lieben Dank. Guck mal, Chat. Da ist es doch. Da müssen wir hin. Danke. Und schönen guten Abend. Ladies and Gentlemen. So, einmal schnell speichern. So, mal gucken, ob wir jetzt an die Kiste drankommen oder nicht. Penumbra, Black Blood. Ah, okay, geil. Das ist ein geiles Game. Penumbra ist cool. Ein alter Speer. Okay, wir haben einen abgenutzten Speer gefunden. Supi. Oh, Penumbra. Ich glaube, das war damals einer meiner ersten Horror-Let's Plays, wahrhaftig. Ganz früh auf dem Kanal, den es heute nicht mehr gibt. Aber cool. Das ist doch super, wenn es Spaß gemacht hat. Das ist die Hauptsache. Also, gute alte Horror-Games hätte ich echt auch mal wieder Bock drauf. Magst du Games, ja? Echt? Hast du mal Amnesia gespielt? Also The Dark Descent oder Machine for Pigs? Warte mal, Penumbra war das Horror-Game oder bin ich jetzt doof? Doch, Penumbra, glaube ich, war das Horror-Game. Neueste noch nicht. Ah, The Ascent? Glaube ich, hieß das.
das Neue ist auch nicht schlecht. Nee, aber gerade solche Horror-Games sind wirklich genial. Hab ich auch früher super, super gerne gespielt. Noch einen Teil Penumbra. Ich weiß nicht mehr, welchen ich damals mal gezockt habe. Ich habe auf jeden Fall irgendein Penumbra mal aufgenommen. Aber ja, solche Games sind wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Ich war halt super zum Beispiel enttäuscht von Outlast 2, weil Outlast 1 fand ich genial. Dann habe ich Outlast 2 gespielt. Ich war so, ich glaube, ich in meinem ganzen Leben war schon nie von dem Spiel so sehr enttäuscht wie von Outlast 2. Requiem habe ich noch. Ich glaube, das war das sogar. Ich müsste mal gucken. Ich glaube, das habe ich sogar noch für Steam. Irgendein Penumbra habe ich damals, glaube ich, aufgenommen. Dann habe ich es aber abgebrochen, weil ich Slender the Arrival eher gespielt habe. Das ganz, ganz alte The Arrival noch. Überleg, was war noch so gut? Ich finde hier nie wieder raus, das weiß ich jetzt schon. Er ist schon wieder der Händler. Ich will gar nicht zum Händler, ich will hier raus. Ich will nie wieder im Leben raus. Oh Gott. Ah, ich will hier nicht mehr raus. Aber da ist doch ein Ausgangssymbol, das muss doch der richtige Weg sein. Tunneltiefen. Warte mal, stimmt, wir haben ja hier diese Legenden. Hafenseite. Da müssen wir hin. Ugoros Werkstatt. Hä? Das ist ein Fragezeichen. Warum ist da ein Fragezeichen? Willst du dem Fragezeichen? Alles klar, mach das. Dann viel Spaß. Und Dankeschön noch immer. Nee, warte mal, da kommen wir gar nicht weiter. So, dann gucken wir doch einfach mal. Aber waren wir da jetzt? Und dann sind wir eigentlich wieder Richtung Werkstatt. Und da war ja irgendwas mit Hafenseite. Das heißt, vielleicht geht es da irgendwie weiter? I don't know. Tunnel Hafenseite. Okay, wir waren schon richtig. Trotzdem weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Hä? Warte mal, was ist denn da unten? Oh Gott. Brigit Schlucht. Aber da kamen wir ja her. Tunneltiefen. Ich glaube, wir müssen wahrhaftig... Wo war es denn jetzt? Irgendwie da rüber. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt einfach drüber können. So ein Horror-Stream hätte ich auch echt mal Bock, Chat. Schönes Horror-Game mal zocken. Und mal Zeit, dass ich wieder mit Zack hier Dings zock, oder mit ein paar mehr von euch, wie heißt... Ah, ich komme nicht drauf. Wie heißt das denn noch immer? Ich habe den Namen vergessen. Das Horror-Game, was wir mal gezockt haben. Ich habe den Namen vergessen, Chili. Na, guck mal, da ist aber wieder so eine Tür. Ich laufe doch gerade wieder raus. Nee, sonst hätte ich die Probe mitgenommen. 100 Katz. Ach, und wieder eine Katz gefunden, die mir nichts bringt. Aber das Geisterspiel... Ich komme gerade literally nicht auf den Namen. Waren wir hier oder waren wir hier nicht? Zack, wie hieß dieses Game? Ich hab's den Namen vergessen. Lass mich nicht allein jetzt im Dunkeln. Den Namen vergessen, literally. Hey, Rokus. Why did he call your storm howl a reject? Well, you see, when blacksmiths make swords, they don't just make one at a time. They make a whole bunch. The best one of them all is the one that gets presented to the sword's commissioner, while the rest are tossed aside. Huh. I didn't realize the standards were so high. The head of my clan gets the real storm howl, and his siblings get the remainders. So one is real, and the others are imitations? I guess so. Shigure has the real one, and... yeah, guess that makes mine an imitation. I'm sorry, I didn't mean to imply... Don't apologize.
you got me to finally realize something. It might just be why I'm so hung up on beating him. Oh. And to Velvet, which Laphicet is real, and which is the imitation? Oh, what are you saying? She means my name. It's the same as Velvet's brothers. Huh? The one who went and got sacrificed by Artorias. Surely you are mistaken. Our shepherd would never do such a thing. But what else could make Velvet hate Artorias so much? I don't... So you have a truth, and Velvet has a truth. Now which is the real one, and which is the imitation? Ich finde gerade den... Weiß jemand, ob es von der State of Play auch einen deutschen Stream gibt? Mal kurz Automodus anmachen. Ich will ja schon mal kurz vorbereiten. Steuerungsmodus. Machen wir kurz auf automatisch. Weiß jemand, ob es die State of Play auch auf Deutsch gibt? Ich finde den Stream nett. Triggert mich gerade ein bisschen. PlayStation. PlayStation muss es ja eigentlich schon mal streamen, oder? Nö. Ah, ne. Englisch, Subtitled, Englisch, Japan. Okay, nee, ich hab's. Okay. Ich hab's schon mal. Weil ich will es zumindest schon mal vorbereitet haben. So. Dass wir gleich nachher dann direkt reinspringen können. Ich sehe gerade das Eisenpit und Ragu. Ragu? Ragu. Und eigentlich... Nee, geht einfach kein. Also ich denke so um 22:55 Uhr machen wir dann Schluss. Dann hole ich schnell das Kissen und so langsam vorbereitet. Das Prepare for the State of Play. Popcorn holen? Nein, Quatsch. Scheiße, ich hätte mir vielleicht wirklich Popcorn machen sollen. Oh, Popcorn wäre jetzt geil. Ich habe schon wieder vergessen. Kann ich eigentlich... Nee, das sollte ich nicht machen, während des Kampfs wechseln. Da sehen wir ihre Art Sauber. Das sah episch aus. Achso, wie sieht's mit Kochen aus? Ah, guck mal, die ist auf 4. Was hätten wir jetzt mit Velvet? Nix. Vielleicht mache ich auch echt, dass ich sage, okay, ich gebe bis so 5 hoch. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich will die Charakter wechseln. Fuck. Wait. Muss alles an seiner Position sein. Sonst macht's keinen Spaß. Aber die Waffe ist eigentlich echt besser. Art der Angriff. Ja, okay, die hat diese Zusatzdinger. Meisterhaft. Ah, ich habe ja gesagt, im nächsten Gebiet können wir ja dann gucken wegen kaufen. Hey, ich glaube, hier waren wir noch nicht, weil an das Gebiet erinnere ich mich gar nicht mehr. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Bin so froh, wenn ich hier aus dem Dungeon draußen bin. Oh mein Gott. Mach ich 3 Kreuze und ich hier raus bin. Also, die falsche Taste gedrückt. So ein typischer Dulli-Move. GG. Gehen wir erstmal da. Ne, hier lang. Zack.
Schauen wir mal, was da ist. Oh Gott, ich dachte, da wäre schon wieder ein Weg. Macht sich Panik breit. Das Böse. Oh nein, da ist ein Weg. Warum sind hier so viele Wege? Mal gucken, wo wir landen. Okay, hier ist nur Dings. Hä, warum ist hier nur eine Truhe und sonst nichts? Das ist noch ein Weg? Oh, das ist auch schon wieder so ein Dings. Jetzt kommen wir wahrscheinlich nur auf die andere Seite, maybe. Wahrscheinlich ist da eine Fackel. Ja, sage ich doch. Ja, okay. GG. Kommt wahrscheinlich ein Boss. Nee, doch nicht. Schade. Falsch gedacht. Zum Glück geht es dann mit den Türen nicht auf Zeit, ey. Das wäre Katastrophe. You and Shigure both use the Rangetsu style. But to me it looked like you both fight completely differently. Why is that? Our school encompasses two distinct forms. To the outside world, we're known for fighting with a single greatsword. But we also study dual short swords should need arise. So, Shigure uses the greatsword, and you use the short. In most schools, wouldn't the secondary technique be used primarily in support of the first? That's true for us as well. We learn the dual short swords to provide sparring partners for those studying the greatsword. Then why would you handicap yourself against Lord Shigure? He's no mere swordsman. As I'm painfully aware, Shigure is a true master. We trained together since we were small children. I was his sparring partner for 10 years. His skill with the greatsword is godlike. So, in order to beat him, I took up the short blades. To our school, it might be secondary, but it's what I know best. You're badly disadvantaged in reach. If I eliminate my fear, I have a chance. If I can control the terror of being split in half and I can step inside his guard, he'll have 2 times the trouble. Eliminating fear, huh? A style for someone who's lost his humanity. Right? It's like you two brothers are the very swords you carry. Huh? Stormhowl, a godlike sword known to all as the strongest there ever was. Stormquell, burdened by the ceaseless struggle to best the other. One, an exorcist who walks in the light. One, a demon moving through the shadows. The only thing these two polar opposites want Is to cut down the other. Precisely! Both are renowned blades. But I don't see what exorcists and demons have to do with it. Lul. Ich rieche schon den Ausgang. Und gleich hier an der Seite den nächsten Weg. Oh wow, doch nicht. Perfekt. Kommen wir jetzt endlich mal hier raus. Ich krieg gleich die Krise. Hey, das ist zumindest der eine Weg. Könnte vielleicht der Ausgang sein. Aber auch nur vielleicht. Man munkelt das. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich will eigentlich immer die magischen Artes nutzen. Nutze ich aber immer Wolfwoods Arm. Da ist eine Tür. Oh, Freiheit. Schön. Erstmal speichern. Damit endlich der Ausgang. Oh Gott, endlich. Look at this shit. Eine Stadt. Und ein Händler. Oh Gott, ich ahne schon das Böse. Ach, Chat. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Runde shoppen. Achso, wir können erstmal gucken, ausrüsten. Ah ne, warte mal. Zerlegen. Abgenutzter Speer. Brauchen wir nicht. Das ist halt die Frage, jetzt haben wir so viele Armreife. Ich glaube, wir können ja schon mal so langsam dann den anderen Stuff kaufen.
Ja, weil so viel haben wir doch noch gar nicht. Ich will erstmal kurz gucken wegen Aufwerten. Ach stimmt, wir brauchen ja hier die grobes Härtungspulver. Warte mal, hat er das vielleicht sogar? Nee. Zerlegen. Bevor ich hier Dings. Grobes Härtungspulver. Ah, nee, hier. Milde Flüssigkeit. Sieht schlecht irgendwie aus. Oh Gott. Hier ist noch die ganze... Ach, guck mal, hier habe ich sogar noch die +3 und +2. Grobes Härtungspulver, let's go. Okay, aufwerten. Zack, zack. Oh, Silberklumpen, okay, haben wir nicht. Ah, bei den Schuhen fehlt mir wieder was. Jetzt fehlt mir auch das Kalzitfragment. Ganz ehrlich, drauf geschissen. Mehr wird nicht mehr aufgewertet, würde ich sagen. Wir haben 17.000. Ja, die Scherben heben wir auch mal auf. Könnten wir eigentlich... Ja, okay, kaufen will ich das eigentlich noch nicht. Chloridschleife, das. Scherbe. Ja, guck mal, hier macht es dann wieder einen Unterschied. Oh Gott. Seitenmontur. Chloridweste, Seitenmontur. 55, das hat... Ja, das hat aber 69. Ah, ne, warte mal. 55, 24. Okay, das bleibt sich gleich. Ich würde schon fast sagen, dass ich die eigentlich noch nicht kaufen wollte. Weil immer noch Luft nach oben ist. Beziehungsweise wir noch nichts Neues haben. Aber den anderen Stuff könnten wir eigentlich mal verkaufen. Mal Kreuzblocker. Boah, Kreuzblocker ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, aber hat Verteidigung. Verteidigung ist nicht so geil. Alles klar, was? Morgen früh aufstehen. Alles klar, mach das. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann sehen wir uns spätestens vielleicht Sonntag, wenn du Lust hast. Ein gutes Nächtle. Danke für den Support. Beziehungsweise fürs Einschalten. Pfirsichchili. Können wir eigentlich auch mal kaufen. Eigentlich können wir generell mal hier den Stuff voll machen. Bin ich zwar pleite danach, aber egal. So, könnte ich nochmal irgendwo speichern, weil ich habe das Gefühl, dass da noch ein Kampf gleich kommt. Ich gehe lieber mal schnell speichern. Beziehungsweise nehme mir erstmal die Katztruhe mit. 110, okay, langsam wird es immer teurer. Rechteckiger Pony. Jetzt will ich aber echt mal ganz kurz gucken. Mode. Oh Gott. Was für ein Heiligenschein. Rosa Wangen. Ach du Scheiße. Fernrohr. Das ist schon cool gemacht. War Rüstung? Ah ne, warte mal. Das müsste ja dann... Ja genau. Die haben wir noch gar nicht geguckt. Gutstil. Warte mal. Hier mit Cowboy-Hut. Oh Gott. Vor allem... Der heilige Schein würde eigentlich echt saugut zu dem passen. Wisst ihr, was ich mich frage? Was passiert, wenn ich das ausrüste? Bleibt das? Oh Gott. Bleibt das dann dauerhaft auch in den Cutscenes? Das würde mich mal interessieren. So, einmal nochmal schnell speichern. Dann schauen wir mal, was uns erwartet.